Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung. Die Stahlwerkstatt wird präsentiert von Stahlwerk. Ein Achteck und noch ein Achteck. Schauen wir mal, was diese unfassbare Geheimprojekt, was jetzt hier los ist. Ich weiß es selber noch nicht, deswegen ist das so geheim. Jetzt schon wieder, ne? Ich mache jetzt nicht noch ein Schlauchpaket auf. AG60 WP26 ist dabei. AG60, ja, Plasmabrenner. WP26, WIC Schlauchpaket. Mein Moped und die ist neu. CT 550, Elektronenschweißen, WIC schweißen und Plasma schneiden im Schuhkartonformat. Mega kleines Gerät mit richtig Power. Ne? 2, 3, 4, 5, 6. Pick up, wenn der Hunger kommt. Boah, das Ding muss unbedingt auf die Straße. Projekt California. Was ist eigentlich mit deinem Projekt California? Ja, Jung, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Hast du eine Ahnung? Einen blassen Schimmer habe ich vielleicht. Also ich glaube ja an vieles, ne? Aber dass du einen blassen Schimmer hast, das glaube ich nicht. So, meine Idee ist wie folgt. Dieser achteckige Rahmen ist fertig. Ich würde jetzt gerne den gleichen Rahmen in klein hier oben haben, also ich sag mal Pi mal Daumen, so 150, 200 mm hoch und den mit diesem Rahmen verbinden. Und dann hätten wir eine Front. Also wenn ich den auf 100 mache, 100 mm, nee, ich mache den auf 90. Diese Freestyle-Geschichte macht mir schon ein bisschen Spaß. Ne? Das Problem ist, du weißt nie, was du tust. Aber am Ende wird es gut. So, bisschen krumm, pfeife ich drauf, weil ist, ja, ich will jetzt dieses Ding nach hier machen. Ich würde Moniereisen nehmen, weil ich das ganz stylisch finde. 8 mal 150 mm. Richtig? Mache ich so. Sollen wir verraten, was es wird? Das ist geheim, ne? 8 mal 150, tschüss. Bisschen Flexschutz, ne?
Los, Junge. Der sieht schon so aus. Ich feier den. Willst du verraten, was wir machen? Nein. Nein. Aber mit null Aufwand. Du kannst jetzt hier auch schon wieder, ne? Boah, Junge! Ich hätte den größer gemacht. Ich hätte den noch so viel größer gemacht. Ist 80 geblieben, ist nichts passiert. Von der Proportion her gefällt mir das gut. Ja? Reine Optikgeschichte. Wir müssen jetzt nach hier und wir müssen jetzt uns entscheiden, ungefähr nach hier. Ungefähr nach da. Ungefähr ganz genau. Ja, nicht lachen, anpacken, weißt du? Ja, ja, das sehen wir gleich, wer gleich lacht. Hör mal, ich würde ja Magnete nutzen, wenn die nicht so unfassbar magnetisch wären, ne? Gut, muss man ausrichten zueinander. Ist natürlich genau der Punkt, an dem keiner dran kommt, oben. Ne? Aber wir wissen ja noch nicht, wo oben ist. Wir drehen uns jetzt im Kreis. Das wäre quasi jetzt hier so eine Seiten. So. Sieht das aus? Das kann man so machen, ne? Genug mit mir selbst geredet. Das ist ein Teil, was am Ende des Tages in irgendeiner Ecke steht und ein bisschen brennt. Ja, es wird rosten, auch wenn wir es wahrscheinlich anpinseln werden. Nicht so kritisch sein mit den Nähten. Ich habe sie auch gar nicht alle geschweißt. Ich habe sie nicht alle geschweißt. Jetzt kommt der nächste Step. Jetzt kommt der nächste Step und da kommt auch die kleine CT 550 super perfekt zum Einsatz, denn die kann fast alles. Ja? E-Schweißen, Wickschweißen und Plasma schneiden. Und Plasma ist jetzt genau das Thema. Wir brauchen 500 lang, 200 breit. Wir brauchen jetzt ein paar von den Blechen. Das ist der Boden. Der ist ein bisschen verstärkt, weil hier passiert noch was. Das werden wir gleich sehen. Das Ding muss verschlossen werden, außer auf der oberen Seite. Da bleibt es offen, denn da wollen wir ein bisschen Feuer sehen. So, Plasma umbauen. Bleche nach vorne und ein paar von diesen 500 x 200 Blechen herstellen. Hör mal, ich kann ja auch einen Vogelkäfig bauen, wenn du möchtest. Ne? Hier, so ein. Weiter geht's, Bleche vorbereiten, auf Plasma. Es ist angerichtet, CT 550 auf Plasma umgestellt, 35 Ampere Schneidleistung mit Kontakt. Maschine wieder bereit, anwerfen. Wir kümmern uns jetzt um die Außenverkleidung. 82, 80. Masse umklemmen, Stromkreis oben. So. Luft weg, Gas rein und den Abroller
wieder nach Hause schicken. Masse ist am Tisch. Blech Nummer 1. Auf den Boden, mein Freund, nicht aufs Dach. Das ist so eine Lottotrommel, ne? Oder? Zettel, Björn, Niete. Ziehen. Guck mal hier. Du hast richtig nachgelassen. Hier, guck. Ja, hat der richtig Gas gegeben. Ja, für sein Intro hier. So, lass mich mal gucken. Das muss klappen jetzt hier. So. Und so und ganz genau so. Perfekt. Bis hierhin sind wir schon mal gekommen. Ich wäre ein bisschen traurig, wenn hier das Feuer reinkommt, weil am Ende des Tages, wenn dieser Apparat gleich fertig ist, wir haben nämlich eben eine leichte Flügelidee bekommen und das ist eine schöne Geschichte. Safe. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Schweißnähte, die machen wir gleich. Da werden wir alle gemeinsam mal drauf schauen. Ich brauche ein bisschen Stabilität. Wir müssen auf der rechten und auf der linken Seite jetzt Flügel anschließen. Ich habe noch 2 Röhrchen gesägt. Die werde ich jetzt hier innen einsetzen. Warum? Weil ich gerne schrauben möchte. Bedeutet, Rohr bekommt ein Loch, 1 und 2. Das untere Rohr, was wir jetzt einschweißen werden, bekommt auch 2 Löcher. Dann haben wir eine Möglichkeit geschaffen, den Flügel oder die Flügel anzuschrauben. Ich hätte das gerne schraubbar. Warum? Es ist ein Monster. Das ist eine 2 mm Stahlplatte. Das Rohr ist 20 mal 2 und naja, der ist jetzt schon schwer. Sind wir ehrlich? Wenn der steht, dann steht der. Innen versteifen. Das mache ich jetzt ganz schnell in einem Zeitraffer. Auf geht's. Ratschlag Nummer 1, nicht nachmachen. Katastrophe. Ich habe ein bisschen weitergebaut im Off. Ich glaube, der eine oder andere weiß, was wir da mittlerweile bauen. Eine Lotto-Los-Trommel. Ja? Die Lotto-Los-Trommel braucht Flügel. Den achteckigen Korpus haben wir gesehen. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Hier, Kaminhutze. Ja? Möchte ich bitte hier an der Seite, ja, das ist so, das ist mein Plan. Das ist ein Arm, der ein paar Flügelchen halten wird. Ich habe mir ein Blech geschnitten. Das ist etwas kleiner als die Bleche, die wir hier sehen. Warum? Das ist meine Mustermatrize. Ja? Die lege ich mir auf das Blech, fahre außen dran vorbei und komme dann auf dieses Maß. Das bauen wir 4-mal und können dann unser Ärmchen hier fertigstellen.
Freunde, Bleche geschnitten, bisschen sauber gemacht. Das eine Blech unten auf den Tisch gesetzt, das andere kommt daneben. Nicht zu viel Gedanken machen, einfach abheften. Maschine ist eingestellt auf 80 Ampere für 2 mm Blech. Ist ordentlich, aber funktioniert. Einen in die Mitte. Nicht zu lang drauf halten, auch 2 mm brennen durch. Das ist auch so eine Funktion der Magneten, die meines Erachtens ganz wenige Leute auf dem Schirm haben. Wenn du so eine Ecke hast, ja, ne, sind wir uns einig, das ist schön. Kräftig abgeheftet. Fertig. Diesen kleinen Rahmen, den habe ich vorbereitet. Ganz einfach. 30er Flachstahl, 5 mm stark, ist noch geschweißt, braucht also noch ein paar Bohrungen. Die bringe ich hier erstmal an. Und wenn das soweit ist, dann kommt der Kollege hier drauf, wird ausgerichtet. Passt ganz knapp über die Öffnung. Das ist Sinn der Sache. Das gefällt mir gar nicht von dem Wurzelspalt hier vorne. So, eine gesunde Heftstelle, so dass sich das nicht mehr bewegt. Das ist gut. Ist ein Luftspalt drin. Haben wir natürlich überbrückt. Das ist okay. Sollen wir mal ein Flügelchen bauen? Oder sollen wir mal ein Mock-up machen? Kleines Mock-up. Guck mal hier. 440. 440, 880, knapp 500. Freunde, bis hierhin sind wir gekommen. Jetzt brauchen wir Folgendes. Es muss noch geschweißt werden, das machen wir auch gleich. Ich glaube, ich werde ein bisschen mogeln. Ja, Kamera aus, mag schweißen. Wir haben die Ausleger gebaut. Ganz schöne einfache Kiste. Ein Schablönchen und da immer dran vorbeigefahren. An den Ecken habe ich immer so ein bisschen Probleme gehabt, weil du musst bremsen und du willst nicht überziehen und das Blech vernichten. Deswegen musst du immer so einen Zipfel stehen lassen. Ich verspreche euch, wenn dieses Ding beschliffen ist, wenn die Nähte egalisiert sind, wenn wir eine Oberfläche haben, die sauber ist, wenn hier eine Feuerschale drin ist, also wir wollen ja nicht auf der Karosserie brennen, da muss natürlich was rein. Wenn
Flügel montiert, wirklich sauber abgereinigt, lackiert, Details drauf, kleine Löcher, bisschen Licht, bisschen, da fällt mir schon was ein. Dieses Ding wird in Szene gesetzt. Seid euch sicher. Flügel bauen. Das allererste, was wir brauchen, ist ein Stückchen Rohr, was ungefähr so aussieht. Ja, so ist der Plan. 400 mm, 300 mm im 45-Grad-Winkel, sodass das parallel zu unserer Außenhaut läuft. Ja, so ist der Plan. Vorbereitet ist 400 mm, 300 mm, brauche ich 2 Stück von. Der erste liegt hier, den hefte ich jetzt erstmal ab. So, Maschine bleibt bei ca. 80 Ampere. Einmal lüften und go. Ich könnte jetzt tatsächlich erklären, wie das mit diesem Flügel funktioniert. Ja, das würde niemand verstehen. Es ist schwierig. Ich habe mir eine kleine Skizze gemacht und ein bisschen Gedanken, wie ich gerne hätte, dass dieses Ding aussieht. Muss ein bisschen aggressiv sein, also spitz hier und spitz da, 90 Grad, bla bla bla, funktioniert nicht. Da muss was hinter. Also, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Einmal jeden erdenklichen Winkel, den die Säge hergibt, den haben wir mal hier auf den Tisch gezaubert. 300 mm breit, 305, bisschen mehr. Und natürlich angeordnet, so wie es sich gehört. Wir fangen an mit einem Ärmchen. Ja? Das ist unser Arm, das ist unser Arm. Und dieser Arm ist Basis für die Hutze, die wir gebaut haben. Ja, wir haben ja dieses Seitenteil gerade gebaut. Ich hätte gerne, dass das hier anschließt. Und zwar genau hier in der Mitte und oben ein Flügel und unten ein Flügel. 1,50 m lang und mit sehr vielen verschiedenen Winkeln. 40 Grad, 50 Grad, 60 Grad, 15 Grad. Ja, also wenn ich euch jetzt erkläre, wie dieser Flügel aussieht, wird es extrem. Er liegt hier, ich bin fertig, ja, so fertig. Einen habe ich schon gebaut. Ja, deswegen kann ich euch sagen, schwierige Kiste. Den baue ich jetzt und zwar ganz schnell für euch. Wo arbeiten Sie? Ich bin Raumschiffmechaniker. Wo? Im Weltraum. Das ist der geilste Job der Erde. Das ist so. So, genug geredet. So viel Unsinn. Da muss ich lachen. Guck dir den Schlitten an. Hä? Ein Flügel. Das ist ein Flügel. Hier kommt noch ein Blech. Hier kommt noch ein Blech. Boah, weißt du, wie das aussehen wird, das Ding? Weißt du, wie dieses Ding aussehen wird? Junge, der ist ja so on point, Alter.
So, Freunde, wir werden diese Kante jetzt verlaufen lassen. Ein paar Heftpunkte sind gesetzt. Maschine ist auf 65 Ampere eingestellt. Ich lasse einmal Gas vorlaufen und dann geht es auch schon los. Bisschen pendeln. Einmal abkühlen lassen. Einmal die Naht kontrollieren. Sieht super aus. Direkt weitermachen. Kleine Pause. Finger werden warm. Hier ist ein bisschen Luft, deswegen halte ich mal den Zusatzwerkstoff in der Hand. Wir gucken mal, was passiert. Ja, auf geht's. Versucht ihn mal wegzulassen. Einfach laufen lassen. Laufen lassen, ein bisschen pendeln. Blech steht ein bisschen über, dadurch haben wir so ein bisschen Opfermaterial. Das ist ganz gut. 65 Ampere. Elektrode hätte man ein bisschen schärfer machen können. Kleines Päuschen jetzt, ein bisschen Wärme rausnehmen und raus. Should I feel brand new? Feel brand new. Yeah. Ich würde den so ein bisschen dirty lassen, vielleicht nur ein bisschen lacken oder ganz leicht putzen, müssen wir mal gucken. Vielleicht lacke ich den doch. So weit sind wir gekommen. Flansche sind dran. Die ersten Nähtchen haben wir gemacht, ein bisschen verlaufen lassen, kleine Stücke sind noch offen. Das mache ich natürlich gleich.
Optikfrage ist jetzt so, lässt man die Anlauffarbe, ne, sieht ja schon gut aus. Ne? Also die Frage, ob man das lackiert oder nicht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich würde es rostig gut finden, ich würde es gelackt gut finden. Schauen wir mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall kurz vor Montage der Flügel. Wir haben eben gesagt, wir schauen uns die Flügel nochmal an. Das machen wir auch jetzt. Ich schweiß noch 2, 3 Nähtchen, um die Optik so ein bisschen, ja, dieses Anlauffarbending, das halten wir ein bisschen. Und danach holen wir die Flügel rein und montieren die. So ist der Plan. 2, 3 Bleche noch geschnitten. CT 550 schlägt sich super. Ich muss gestehen, ich musste ein bisschen Mack schweißen, haben wir gesehen, ein paar Fallnähte. Einfach, wir haben keine Zeit. Ja? Muss schneller gehen. Das ganze Ding in Wick, wir haben hier richtig viele Meter Nähte. Deswegen ein bisschen Mack zur Hilfe nehmen und dann bist du auch ein bisschen schneller. So, ich schweiß noch ein bisschen. Wir sehen uns gleich zur Flügelmontage. Even now, I sometimes wake from a dream and find myself shaking from the memory of it. I'll never forget when I first saw him. A man so monstrous, so unhuman, that I refuse to think it could ever happen again to anyone else. But who can be sure? Others have had the same idea? Oh, yes. 98%. 98%. Ich will jetzt auch gar nicht lange reden. Ihr habt gesehen, Flügel zusammengekloppt. Das heißt, wir haben 2 fertige Flügel, links, rechts. Und wir haben den Buddy, den platzieren wir hier hin. Und möchten jetzt einmal gucken, wie dieses Monster aussieht. Das passiert genau jetzt. Der ist komplett im Wasser. Wie ist der geworden? Wollte ich schon immer mal machen. Wollte ich schon immer mal machen. Groß ist er geworden, ja. 1,50 Meter breit, 1,40 Meter lang und Höhe habe ich gar nicht gemessen tatsächlich. Dürfte, Moment, 400, 300, 300, 1,20 Meter wird der haben. Das wollen wir wissen, ne? Ich will es auch wissen. Ich will es auch wissen. Ach Quatsch, 1,20 Meter. 850. 850 hoch. Ja, 1,50 Meter breit, 1,40 Meter lang. Naja, ein paar Maße ausgedacht und losgelegt. Ne? Und das Allermeiste mit der Mini-Madame. Ich muss sagen, ja, ich habe ein bisschen Mack geschweißt. Es waren so viele Nähte hier, dass man ein bisschen Hackengas. Ne? Du musst dich irgendwann selber einholen. Projekt war groß tatsächlich. Wir haben 2 Tage gebraucht. Schönes Ding. Schönes Ding. Wo sich jetzt so gerade ein bisschen die Geister scheiden, ist rosten lassen, brennen lassen, ja, nein, lackieren, aufwendig lackieren.
aufwendig lackieren, irgendwas ganz Wildes. Wir haben ein bisschen probiert, ja, schwarz überziehen, abreiben, so ein bisschen Used Look. Ja, hier müssen wir aufpassen. Sollten wir Feuer in Erwägung ziehen, dann muss hier natürlich ein Lack drauf, der das entsprechend aushält. Aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich bin tatsächlich, mir wäre lieber eine Skulptur und ein paar LEDs. Könnt ihr aber gerne unten reinschreiben. Neuer Imagefilm, gesehen. Richtig, richtig schöne Kulisse. Ja? Und ich durfte auch mal meinen Helm hochmachen. Ja? Freut mich, macht mich stolz. Jetzt ganz lieben Dank an meinen persönlichen Imperator, ja, der so eine Projekte nämlich möglich macht. Ja, denkt ihr was aus, bau es. Ja. So, ich glaube, wir fahren noch ein bisschen mit der Kamera. Ich zeige euch das, wenn ich mich entschieden habe, wie der am Ende des Tages aussieht. Ja? Guck mal, früher im Klonfisch haben wir das mit Bremer gesehen. Ja? So. Freunde, das war's. Und wir sehen uns natürlich wie immer in der nächsten.